Hallöchen, seit meinem 12. Lebensjahr war ich bei den Zeugen Jehovas und habe die Zeugen Jehovas verlassen. Und heute möchte ich auf diese Frage eingehen, warum habe ich die Zeugen Jehovas verlassen? Wie kommt es dazu, dass ein Mensch Zeugen Jehovas verlässt, obwohl er so krass da drin war, so mit den Gedanken so gefangen? Was muss im Kopf passieren? Was war mein Auslöser? Wie kam es dazu? Was ist da alles passiert? Das erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem hatten wir ein sehr spannendes Gespräch mit den Ältesten. Darauf werde ich auch eingehen. Das war auch eins der letzten Tröpfchen, was dazu geführt hat, dass ich mich für diesen Schritt entschieden habe. Mein Name ist Anna. Ich habe vielleicht, wie einige gemerkt haben, auf meinen ganzen Kanälen den Namen geändert von Anja auf Anna Dilay. Anja ist zwar auch mein Name, aber nicht wirklich Anja, sondern Anja. Ich habe mich damals so genannt, weil es im Russischen mag ich es eigentlich, wie es klingt, aber im Deutschen mag ich das eigentlich nicht. Aber ich wollte damals nicht meinen richtigen Namen irgendwie überall so bekannt geben und deswegen habe ich mich damals einfach als Anja überall genannt. Und ich fühle das aber irgendwie nicht so, deswegen heiße ich jetzt überall Anna, falls mich jemand irgendwie sucht und irgendwie jetzt nicht findet. Der allergrößte Auslöser bei mir war mein Mann. Es ist so, er ist ja natürlich auch ein Zeuge Jehovas, er war da drin und er war schon, eigentlich seitdem ich ihn kennengelernt habe, immer schon ein bisschen so, er hatte immer seinen eigenen Kopf. Natürlich war er auch so, ich will nicht sagen Gehirn gewaschen, weil ich den Ausdruck eigentlich nicht so gerne mag, aber ich sag mal so, beeinflusst von den Zeugen Jehovas natürlich und hat auch nach diesen Lehren natürlich sehr gelebt. Aber ich war halt schon eine von der ganz strengen Sorte, er eigentlich auch, aber bei ihm fing immer mehr und mehr an, dass er vieles nicht nachvollziehen konnte. Er hat nicht ganz verstanden, was eigentlich nicht stimmt, aber ihm ging es immer schlechter und schlechter. Und in der Versammlung zum Beispiel haben wir dann alle so Lieder gesungen und er hat einfach neben mir gestanden und war in seinem Film und hat einfach nicht mitgesungen. Und mich hat das richtig gestört, dass er einfach nicht mitgesungen hat, weil ich mir so dachte, wir müssen jetzt Gott anbeten, man muss jetzt ihm Lieder singen und so weiter und ich konnte es einfach nicht verstehen. Das hat mich schon echt gestört und Broadcasting, zum Beispiel diese Videos, die immer rausgekommen sind, konnte er sich einfach nicht mehr angucken, das hat ihn schon voll genervt. Immer dieses Rumgeheule und alles emotional und das, er konnte es immer nicht so verstehen. Das waren erstmal so Kleinigkeiten, ne? So zum Beispiel irgendwo anders gab es eine Überflutung und Gott hat den ganzen Leuten da irgendwie geholfen mit ganz viel Zeug. Und dann hat er sich halt immer die Frage gestellt, wie kann das sein, dass Gott da mit irgendeinem Pups irgendjemanden hilft, aber anderen, die halt wirklich ernsthafte Probleme haben oder Kriege geführt werden, da macht Gott seine Augen zu, aber hilft anderen mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Und so fing das bei ihm immer an. Sorry für meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet und angeschlagen. Ich hoffe, meine Stimme verschwindet gleich nicht, aber ich wollte unbedingt heute dieses Video drehen. Auf jeden Fall, so fing das langsam an. Und er konnte es nicht mehr, er hatte dann auch echt Depressionen bekommen. Er hatte auch Gedanken, dass er einfach während der Versammlung, als wir Versammlung hatten, dass er am liebsten rausgehen würde und vors Auto laufen würde. Ihm ging es wirklich nicht mehr gut. Er war dann auch in der Klinik und so weiter und so fort. Und seine Therapeutin die war auch eine gläubige Frau und die hat ihm immer so die Sicht von der Bibel aus ihren Augen so ein bisschen geschildert, wie man die Bibeltexte auch betrachten kann und nicht nur eben wie die Zeugen Jehovas diese Bibeltexte halt betrachten. Normalerweise dürfen Zeugen Jehovas sich ja mit Kritik überhaupt nicht auseinandersetzen, mit Zeugen Jehovas Kritik und deswegen hat mein Mann das auch nicht gemacht. Aber er hat sich einfach so ein Nonnenbuch bestellt, eine, die aus der Kirche halt eben ausgetreten ist und die hat alles ganz, ganz detailliert erzählt. Er hat sich das halt alles durchgelesen und hat dann irgendwie festgestellt, boah, krass, das sind so, also da wurde auch über eine Sekte erzählt, wie eine Sekte funktioniert, welche Merkmale und so weiter und da waren halt eben so viele Punkte, die ihn schockiert haben, weil ihn hat sehr, sehr vieles an die Zeugen Jehovas erinnert. Das waren halt immer mehr und mehr Dinge, die dazugekommen sind bei ihm, wieso er gezweifelt hat, auch die Frage mit dem Bart, er wollte immer einen Bart haben. Und wir waren ja zum Glück in der Deutschversammlung. Die Deutschen sind ja eh lockerer. In der Versammlung durfte man ein Bart tragen, aber er hatte zum Beispiel dann eine Aufgabe bekommen, auf dem Kongress irgendeinen Bibeltext oder so noch vorlesen. Oder nee, er war sogar hinter der Bühne und musste da die Technik irgendwie, an der Technik halt sitzen. Und weil er ja eine vorbildliche Aufgabe hatte, obwohl er nicht mal auf der Bühne war, durfte er einen Bart behalten. Er hat eine Diskussion mit den Ältesten geführt.
Und der hat ihm halt eben erklärt, ja, man muss sich unterordnen, bla bla bla. Und deswegen kein Bart eben, ne? Wo ich mir so denke, boah, das ist so krass, er war noch nicht mal auf der Bühne. Und die Leute machen sich ja extra die Bärte ab, obwohl die in der Versammlung Bärte tragen dürfen. Aber wenn es dann auf den Kongress geht, dann müssen die sich wirklich den Bart abmachen. Mittlerweile haben die ja erlaubt, jetzt allgemein ein Bart zu tragen. Sogar die in der leitenden Körperschaft tragen ja jetzt einen Bart. Aber damals war es halt ja noch verboten. Und das hat ihn halt voll aufgeregt, weil er sich so dachte, es steht nirgendwo in der Bibel, warum sagen die es mir, warum verbieten die es mir? Und das war übrigens bei ganz vielen Jugendlichen, die wollten einfach alle einen Bart tragen und die alten Leute in der leitenden Körperschaft haben es einfach nicht genehmigt. Und ja, das war halt auf jeden Fall ein großes Problemchen, aber für mich war das halt jetzt nicht so ein Punkt, wo ich mir so dachte, ja, deswegen ist das jetzt nicht die Wahrheit. Und ihr müsst halt wissen, wie ich zu Ausgeschlossenen stand. Also die Organisation hat mir eigentlich immer vermittelt, dass Abtrünnige sind die Zeugen Jehovas dann verlassen. Und das sind eigentlich so die schlimmsten Menschen für die Zeugen Jehovas, weil die kannten die Wahrheit, die haben ein Versprechen an Gott abgegeben und dann gehen die weg und glauben das Ganze nicht mehr. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du das nicht mehr glaubst. Manche gehen ja einfach so weg, aber wenn du gegen die Lehre auch noch was sagst oder das Ganze nicht mehr verstehst, dann glauben die Leute, dass du vom Dämon oder so besessen bist oder dass Satan dich komplett unter Kontrolle hat und so weiter. Und das ist für die halt eben das Schlimmste, was du tun kannst. Und man hat halt extrem Angst, weil, also man hat extrem Angst, sich mit Abtrünnigkeit zu beschäftigen, mit Kritik, mit Zeugen Jehovas. Das wird immer einem verboten. Und das ist so gefühlt die schlimmste Sünde. Davor hat man richtig viel Angst. Also man hat auch Angst vor Abtrünnigen. Und zum ersten Mal habe ich ja dann so gemerkt, ich kannte ja selber keine Abtrünnigen so persönlich, kannte nicht deren Gedanken. Und deren Zweifel kannte ich nicht. Und die ganze Kritik kannte ich halt eben auch nicht. Und ich wurde halt so manipuliert und so bearbeitet, dass ich die negativen Dinge gar nicht so krass gesehen habe. Dass für mich die positiven Dinge viel mehr überwogen haben. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, mein Mann entwickelt sich in die Richtung von einem Abtrünnigen. Und dann dachte ich mir so, scheiße, warum hat's mich erwischt und so, aber ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass seine Argumente eine Logik hatten und ich als Zeugin Jehovas habe immer gedacht, ich habe die Argumente gegen alle Menschen, weil das ist die Wahrheit, wir haben auf alles eine Antwort. Natürlich, das war auch meine größte Frage immer, weil die habe ich mich immer gestellt und dachte mir immer so, wie kann das sein, dass Satan bessere Argumente hat? Und die haben ja, Zeugen Jehovas haben ja immer gesagt, ja, die verdrehen das Ganze, die Abtrünnigen und so weiter. Und dann kann man denen schnell glauben, obwohl das ja nur Halbwahrheiten sind und so weiter und so fort. Wo ich mir immer so dachte, naja, auch wenn es Halbwahrheiten wäre, könnte man sich doch die Argumente durchlesen und immer noch dann eine Antwort haben, wenn das doch die absolute Wahrheit ist. Dann müsste man doch voll die guten Gegenargumente haben gegen diese Halbwahrheiten. Und die könnten dann gar nicht die Wahrheit verdrehen, denn die Wahrheit, an der Wahrheit gibt's nichts zu verdrehen, wenn das wirklich die Wahrheit ist. Und das war schon immer mein Gedanke, aber den habe ich mir immer so weggeschoben. Ich dachte mir immer so, ja, wird schon irgendeinen Grund haben, wieso Gott das nicht möchte, so. Aber zum ersten Mal bin ich dann in Berührung gekommen mit diesen abtrünnigen Gedanken eben und habe festgestellt, mein Bild von Abtrünnigen war ja immer so, boah, die wollen nur Böses, die wollen nur böse Dinge verbreiten, die haben kein gutes Herz und so weiter. Und ich kannte ja meinen Mann und ich wusste, dass er ja keine bösen Absichten hatte. Und jetzt kommen gleich die Gedanken, die er dann auch hatte, die er mir immer so langsam und langsam eingetrichtert hat, so ein bisschen und erzählt hat und gezeigt hat. Ich fand's halt krass, weil es waren zum Beispiel so Dinge, wie kann es sein, dass Gott alle umbringen wird im Paradies? Auch Kinder und so weiter, weil deren Eltern halt eben schlecht sind oder weil deren Eltern eben nicht Zeugen Jehovas waren und das Kind eben nicht bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen ist, weil die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass jemand, der bei den Zeugen Jehovas aufwächst, auch eben Zeuge Jehovas wird. Und es ist halt eben viel schwerer, ein Zeuge Jehovas zu werden, wenn du kein Zeuge Jehovas bist. Das waren so ganz, ganz viele Dinge. Oder zum Beispiel dann mit dem Blut, zum Beispiel, dass Zeugen Jehovas ja selber nicht Blut spenden gehen, aber keine Bluttransfusion ja annehmen, aber dennoch bestimmte Fraktionen vom Blut annehmen dürfen und dass das ja eigentlich eine Doppelmoral ist, weil die nehmen dann schon quasi Tabletten, wo bestimmte Dinge drin sind. Dazu habe ich auch ein bestimmtes Video, wen es interessiert, über Blut habe ich ganz
spezifisch auch einige Dinge erklärt und auch diese Widersprüche auch ein bisschen auf die eingegangen. Da könnt ihr das mal sehen. Und das war zum Beispiel ein Punkt, der mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Oder dass zum Beispiel ein Kind vielleicht deswegen extra sterben muss. In Deutschland jetzt zum Glück ja nicht, weil hier das Gericht einschreitet, aber in anderen Ländern eben halt schon. Deswegen Kinder vielleicht deswegen sterben müssen, weil eben die keine Bluttransfusion bekommen haben. Und das fand ich halt schon krass, warum Eltern die Gesundheit oder das Leben oder wegen ihrer Religion ihr Kind quasi opfern, und das Kind würde sich vielleicht aber im Erwachsenenleben gar nicht für diese Religion entscheiden, und die haben aber für das Kind entschieden. Es waren so ganz, ganz viele Dinge. Oder dann, was ich am krassesten eigentlich fand, war das Thema mit Kindesmissbrauchsfällen. Was mich am meisten geschockt hat, ist zu sehen, warum bestimmte Änderungen bei Zeugen Jehovas erst vorgenommen werden. Und zwar, der Hintergrund ist oft, dass gerichtlich krasse Dinge passieren oder Anzeigen oder Straftaten begangen wurden von Zeugen Jehovas, und dann wird oft was geändert bei den Zeugen Jehovas, aber die Zeugen Jehovas kriegen das alles nicht mit, was hinter den Kulissen passiert ist, weil die dürfen sich ja nicht mit solchen Dingen beschäftigen, und die kriegen dann einfach nur einen perfekten Wachturm auf der Versammlung, und da steht, ja, wir haben jetzt das und das und das, das ist jetzt so und so, so und so und so und so. Worum ging es da jetzt? Diese australische Regierung, diese Royal Commission, hat viele Untersuchungen vorgenommen auf Kindesmissbrauchsfälle, und die Zeugen Jehovas eben auch. Und das Krasse, was da rausgekommen ist, da gab es 1006 Fälle, die, wo bekannt war, dass ein Täter sich vergriffen hat an einem Kind. Und über 500 Fälle haben sogar zugegeben, die Männer oder halt die Täter, keine Ahnung, vielleicht waren da auch Frauen dazwischen, die Täter haben sogar, über 500 Leute haben sogar zugegeben, dass sie wirklich schuldig waren, dass sie eine Tat begangen haben. Und ratet mal, wie viele davon angezeigt wurden. Die Ältesten haben es ja mitbekommen. Bei den Ältesten wurde das ja zugegeben. Es ist ja alles berichtet bei denen, ne? Und 0 davon wurden angezeigt. Das muss man sich mal geben. Das heißt, diese Leute, die Ältesten haben diese Leute einfach auf freien Fuß laufen lassen, in der Wildnis. Also das heißt, die Leute konnten sich mit einem reinen Führungszeugnis in Kindergärten oder in Schulen oder sonst wo Kinder sich aufhalten, bewerben, und könnten einfach ganz problemlos da reinkommen. Aber das war halt so krass, dass eigentlich, das war ein Paradies für Pädophile. Anders kann man das nicht nennen, um die da reinzulocken, denn das waren richtig, da konntest du richtig geil sich an Kindern vergehen, ohne dass dir was passiert. Ohne dass sogar, wenn du auffliegst, dass du nicht mal angezeigt wirst. Und diese Leute werden auch wieder aufgenommen bei den Zeugen Jehovas. Die müssen einfach nur bereuen. Ich kannte auch einen Fall, der wurde einfach, das war ein junger Typ, wirklich sehr, sehr jung. Und noch in der Pubertät hat er angefangen mit solchen Dingen. Der hat sich, das fing ja ganz harmlos an, ne, angefasst und so. Und es gab halt mehrere Fälle, und dann, er wurde 3-mal aufgenommen. Jetzt kriege ich ja nichts mehr mit, aber er war 3-mal aufgenommen. Also das heißt, er war 3-mal ausgeschlossen und er ist immer wieder aufgenommen worden bei den Zeugen Jehovas, weil er immer wieder ist dann was passiert. Boah, und wisst ihr, was die Zeugen Jehovas machen, die Ältesten? Die haben immer nur die Eltern gewarnt, die Kinder haben. Nur diese Eltern wurden gewarnt. Der Typ hat nicht mal von der Bühne irgendeine Warnung oder so bekommen und nicht mal nicht mal angezeigt wurden diese Kinder, und das weltweit. Weltweit wurden diese Täter nicht angezeigt. Das ist so krass, und gleich kommen wir, dieses Thema war auch ganz spannend mit den Ältesten. Auf jeden Fall, das waren alles Dinge, die mich zum Nachdenken gebracht haben. In diesem Gericht konnte man auch richtig krasse Dinge sehen, wie einer aus der leitenden Körperschaft, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt, der hat da so krasse Dinge von sich gegeben. Ich habe mir das ganze Interview damals angeguckt. Auf Englisch gibt's das. Wahrscheinlich gibt's das auch mit einer deutschen Übersetzung. Und da hat dieser Richter einfach mit dem aus der leitenden Körperschaft diskutiert, und man konnte einfach merken, wie schlecht die Argumente von dem aus der leitenden Körperschaft waren. Die waren so schlecht. Ich war so geschockt, dass jemand
der ja ein Weltmensch ist, eine viel höhere Moral hat als ein Zeuge Jehovas. Ich habe immer gedacht, Zeugen Jehovas haben die höchste Moral von allen. Und ich muss sagen, nach diesem Video ist so meine rosarote Brille komplett abgefallen. Kann man das so sagen, ja? Und auch nach dem ältesten Gespräch. Also das waren alles so Dinge. Und mein Mann wusste auch, dass ich sehr neugierig bin. Und ich habe immer so voll die Angst vor dem Satan, vor dem Teufel gehabt. Zum Beispiel hat er mir dann, also ich weiß nicht, ob jemand diese Religion kennt, die Pfingstler, die machen das ja so, dass die Zungen sprechen können, ne? So, ich dachte immer, die reden da richtig krass gruselige Sachen. Ich dachte immer, also ein Satan oder der Dämon spricht aus denen. Ich dachte, das ist ein satanisches Werk. Und für mich war das immer so ein Schock. Und dann hat mein Mann mir so ein Video gezeigt. Und da gab es eine Analyse von Wissenschaftlern, wie das halt kommt, woher das kommt. Und dass es halt so ein Ekstasezustand sein kann, die fühlen sich wie auf Droge, weil das auch so eine krasse Explosion im Gehirn ist. Und das ist halt so ein Gruppenzwang plus dazu, die sind ja immer alle in so einer Gruppe. Und dann kommt da irgendwie was und die steigern sich da alle so rein, dass die dann irgendwas von sich geben. Und das war irgend so ein Geschwaffel, also das war gar nicht so, ohne da jetzt irgendwie jemand, vielleicht ist hier ein Pfingstler, der mir zuhört, aber ohne das jetzt irgendwie persönlich zu werden, aber ich glaube einfach nicht dran, dass das irgendwie so von Gott gegeben ist, sondern dass das einfach so dieser Ekstasezustand jetzt ist. Und ich habe mich einfach nie mit solchen Dingen mit der wissenschaftlichen Seite auseinandergesetzt, sondern ich habe das alles immer auf Dämonen geschoben und so weiter. Und für mich war das eine ganz, ganz neue Welt, als ich dann zugelassen habe, mich mehr mal zu öffnen und vielleicht mal doch einige Dinge zu hinterfragen, weil ich dann nicht mehr so viel Angst hatte vor Dämonen und habe dann auch wirklich langsam selber angefangen, so einfach überhaupt durchzulesen, was ist eine Sekte. Ich habe dann ganz viele Dinge durchgelesen, was ist eine Sekte überhaupt und nicht einfach nur, dass es eine Abspaltung von irgendwas ist, sondern auch diese ganzen Sektenmerkmale mir durchgelesen und gesehen, boah krass, da passt schon echt viel auf die Zeugen Jehovas auch zu und habe dann auch so einen Artikel von JW.org sogar gelesen, auf Online-Bibliothek da und das fand ich so krass, wie die Zeugen Jehovas erklärt haben, warum sie keine Sekte sind und da sind die auch auf ein paar Punkte eingegangen, wie zum Beispiel, haben Zeugen Jehovas dann einen Führer? Nein, Zeugen Jehovas haben keinen Führer, denn der einzige Führer bei uns ist Jesus Christus. Und dann dachte ich mir so, jein, das stimmt nicht. Wir haben zwar keinen offiziellen Führer, aber die leitende Körperschaft, die leiten uns ja an. Die nennen sich nur die leitende Körperschaft, aber im Endeffekt sind das ja die Führer. Also, auch wenn es nicht nur eine Person ist, sondern immer so, keine Ahnung, 8 oder 7 oder 9, ja, nee, mittlerweile sind es, glaube ich, 11. Es schwankt ja bei den Zeugen Jehovas, aber dennoch, das, was die sagen, ist halt A und O. Wir müssen uns daran, also Zeugen Jehovas müssen sich daran halten und sonst halt stiften die so Unruhe in der Versammlung und gehorchen nicht dem, was Gott ja eigentlich von denen möchte. So lehren die das ja immer. Und das fand ich alles sehr, sehr interessant und sehr spannend. Das waren, ja, die ganzen Punkte könnt ihr euch mal ja durchlesen auf Online-Bibliothek. Und ich fand das richtig krass, wie die drauf eingegangen sind. Und ich dachte mir immer die ganze Zeit so, boah, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und ich muss sagen, die Corona-Zeit hat mir sehr geholfen in der Zeit, weil ihr müsst wissen, die Gemeinschaft von den Zeugen Jehovas ist deren stärkste Waffe. Und man hat einfach extrem Angst vor dem Ausschluss, weil wenn du anfängst falsch zu denken und das Ganze nicht mehr glaubst, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr und bricht wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und deswegen hat man so viel Angst vor Abtrünnigkeit und mal davor, mal anders zu denken, nicht mehr an das alles zu glauben, weil sonst würdest du alles verlieren. Die meisten haben sich nichts aufgebaut außerhalb von den Zeugen Jehovas. Viele haben ihre ganzen Familien da drin. Und das heißt, wenn die mal ausgeschlossen werden sollten, dann würde die ganze Familie zu denen Kontakt abbrechen. Und das ist halt echt krass. Und diese Gemeinschaft ist auch was Schönes bei den Zeugen Jehovas, aber das ist keine bedingungslose Liebe. Die haben immer eine Bedingung, nur wenn du auch in diesem Glauben bleibst, dann lieben wir dich. Die sagen zwar, dass die dich dann auch immer noch lieben, wenn du weggehst, aber an Taten zeigen die es ja nicht. Auch der Ausschluss, diese Dinge haben mir auch zum Nachdenken gegeben. Was ich krass fand, mein Mann wurde ja quasi
so langsam hat er angefangen, anders zu denken, aber er hat noch nicht angefangen, andere damit zu beeinflussen oder so. Er hat nur mit manchen seiner Freunden, mit seinen engsten Freunden, hat er gequatscht und denen gesagt, so, welche Zweifel er hat, was in seinem Kopf gerade abgeht. Ich meine, dafür sind Freunde da, die müssen dich ja auffangen. Die waren auch anfangs alle nett und haben mit ihn auch aussprechen lassen. Und dann hat mein Mann einem seiner engsten Freunde, der war damals in Bethel, ich weiß nicht, wo er heute ist, er hat dem das mit dem Kindesmissbrauchsfällen erzählt. Und der hat dann so gesagt, nein, das ist alles gelogen, das sind Halbwahrheiten, wahrscheinlich alles und bla bla bla. Und dann hat er sogar wirklich die Höchsten im Bethel, das ist ja wie das Kloster bei den anderen Bethel, da leben die und arbeiten die für die Zeugen Jehovas, da hat er die die ganz oben sind, hat er gefragt, die für diesen Bereich zuständig sind, ob da was dran ist, und die haben das bestätigt und dem das Ganze wieder schön geredet, warum das, ja, das war so, bla bla bla, aber Gott hat das Ganze ja jetzt geändert. Und das habe ich ja gar nicht erzählt mit den Kindesmissbrauchsfällen, sorry, ich rede ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall die Kindesmissbrauchsfälle, für alle, die es ja nicht wissen. Es gibt 2 Regeln, warum Zeugen Jehovas diese Täter eben nicht angezeigt haben. Also nicht eben, weil Zeugen Jehovas das gut finden, dass es Pädophile bei denen gibt. Nein, das natürlich nicht. Aber Zeugen Jehovas haben diese Täter nicht angezeigt, weil in der Bibel ein Text gibt, dass es immer eine 2-Zeugen-Regel geben muss. Das heißt, ein Täter muss es mussten 2 Leute bestätigen, und es ist halt eben schwierig, weil bei so einem Fall gibt's nicht 2 Zeugen. So, es ist immer nur ein Täter da. Also, aber es gibt ja natürlich vielleicht mehrere Kinder, die sich dann beklagen über eine Person, und dann ist es halt natürlich eigentlich ein Fall dafür, dass man diese Person auch anzeigen könnte. Aber jetzt kommt die zweite Regel, die in der Bibel steht: Du darfst gegen deinen eigenen Bruder nicht aussagen. Das heißt, für die Zeugen Jehovas war es wichtiger, diesen Bruder nicht anzuzeigen, obwohl er ein Pädophiler ist und obwohl er einen krassen Schaden einem Kind zugefügt hat, als sich an diesen Bibeltext zu halten und ihn immer noch als Bruder anzusehen. Ich meine, er ist doch dann eigentlich kein Bruder, wenn er ausgeschlossen wird. Aber gut, egal. Auf jeden Fall, es gibt noch eine dritte Regel, und zwar, dass man den Namen Gottes in den Schmutz ziehen könnte, wenn die Richter quasi so davon mitbekommen, dass es bei den Zeugen Jehovas, oh mein Gott, bei den Zeugen Jehovas gibt es Pädophile, dass das ja rauskommt. Ja, im Endeffekt ist es ja noch viel, viel schlimmer gekommen. Die ganze Welt hat es ja eigentlich mitbekommen, also die sich damit auseinandergesetzt haben. Und es ist jetzt im Endeffekt viel, viel schlimmer, dass sie diese Täter nicht angezeigt haben. Und das waren die Gründe, warum die Zeugen Jehovas es nicht getan haben. Und jetzt haben die es ja geändert, also vor ein paar Jahren schon, haben die es geändert. Da war es einfach im Wachturm gestanden, dass man die Täter, wenn es so einen Fall gibt, anzeigen darf. Aber da stand noch nicht mal, dass ihr es sollt, ne? Es ist ja auch keine Straftat, denn du musst so einen Täter nicht anzeigen. Weil manche haben ja Angst vor dem Täter und wollen das dann nicht und so oder schämen sich. Aber normalerweise sollte man solche Menschen auf jeden Fall anzeigen. Und da stand einfach so, ja, da stand so die ganzen Folgen von den Kindern und dass wir das nicht mehr so verstehen. Damit würden wir auch nicht Gottes Namen in den Schmutz ziehen, sondern der Täter muss auf jeden Fall seine Strafe auch bekommen dafür und bla bla bla. Also das wurde wirklich sehr verharmlost. Es wurden die Hintergründe überhaupt nicht genannt, weshalb das heute alles geändert ist, weil die haben damals eine richtig fette Strafe bekommen, dass die ganzen Täter nicht angezeigt haben, obwohl das war so systematisch bei den Zeugen Jehovas, ne? Und dafür kann man sie auf jeden Fall kritisieren. Es ist ein großer Fehler, und ich frage mich, wie es sein kann, dass Weltmenschen dieses Problem schneller entdeckt haben als die leitende Körperschaft, die ja von Gott da ist, die von Gott hier regiert, die Gott leitet, der einzig wahre Glaube, wo Gott so etwas zugelassen hat mit seiner Organisation. Dann habe ich mich auch beschäftigt mit diesem ganzen, dass die 3 oder 4 Mal schon das Ende der Welt prophezeit haben und wie das sein kann, dass die wahre Organisation 3-mal was Falsches prophezeit. Und damals war für mich noch voll wichtig, was in der Bibel steht. Zum Beispiel, dass wer falsch prophezeit, kann kein falscher Prophet sein, kann kein richtiger Prophet sein und so weiter.
Und jetzt kommt es halt, ich will jetzt nicht jedes Detail hier aufzählen. Es ist auf jeden Fall extrem krass, was an einem da abgeht. Für mich ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Film und ich kam auf mein Leben nicht klar. Ich habe dann angefangen, ganz langsam mir so Videos über Abtrünnige anzugucken und das war so ein krasses Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben, wenn ihr das nicht selber so miterlebt habt. Das war das Krasseste, was man machen konnte, sich ein Video absichtlich über jemand Ausgeschlossenen anzugucken. Und ich fand das logisch, was die erzählt haben. Für mich hat das Sinn ergeben. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Pionierin. Ich habe auch meine Freunde angequatscht. Und das, was am krassesten halt eben war, dass ich gesehen habe, wie die Freunde von meinem Mann damit umgegangen sind. Einer wollte mit ihm dann einfach gar nicht mehr diskutieren, weil er gemerkt hat, glaube ich, weil er eigentlich auch so ein Rationaler ist. Er hat, glaube ich, dann gemerkt, oh, ist gefährlich für mich. Ich gehe da nicht weiter, ich höre ihm nicht mehr zu, ich beende die Freundschaft. Und einer hat ihm auch einen Brief geschrieben. Richtig langen Brief, so ein bisschen gepredigt, warum das die Organisation ist, warum das alles richtig ist, bla bla bla. Und am Ende stand einfach, du brauchst mir auf den Brief auch bitte nicht mehr antworten. Und wenn du das doch tust, werde ich mir das gar nicht durchlesen. Das ist so krass, weil die einfach sich mit diesen Gedanken nicht auseinandersetzen möchten. Die wollen die irgendwie helfen, aber die wollen die eigentlich gar nicht wirklich helfen, weil die Angst haben. Die dürfen ja eine bestimmte Grenze dann nicht mehr überschreiten. Und meine Freunde, ich habe das ganz langsam gemacht, ich habe denen das auch erzählt, auch meiner Schwester habe ich das erzählt. Die hat mir auch sehr viel zugehört, muss man sagen. Und meiner Mutter habe ich das auch alles erzählt. Die ist ja zum Glück nicht getauft. Und meine Schwester hat mir schon zugehört und hat in vielen Dingen, ja, nicht viel, man sagt am Anfang nicht so viel. Man denkt über viele Dinge nach, aber man sagt nicht wirklich was dazu, weil man das nicht wahrhaben will. Man will es wirklich nicht wahrhaben, weil es steht so viel auf dem Spiel, du kannst so viel verlieren. Meine Freunde haben schon mit mir diskutiert und ich muss sagen, ich hatte einfach bessere Argumente als die, aber irgendwann haben die auch alle abgeblockt. Die wollten alle irgendwann nicht mehr und ich habe dann gemerkt, ich bin ein halbes Jahr lang ohne meinen Mann zur Versammlung gegangen. Also gleich am Ende erzähle ich das Elterngespräch, ne? Das war das Krasseste. Ich bin ein halbes Jahr ohne meinen Mann zur Versammlung gegangen und ich muss euch wirklich sagen, wir haben niemanden wirklich bequatscht zu diesem Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt wussten es wirklich ein paar auf der Hand, ne? Und es waren alles, wie unsere engsten Freunde kamen gar nicht aus der Versammlung, wo wir waren. Deswegen konnten unsere Eltern das gar nicht wissen, dass wir mit denen schon ein bisschen gequatscht haben. Aber die Leute haben mich in der Versammlung schon teilweise angefangen zu meiden. Die haben mir geschrieben, ich will auf jeden Fall mal ein Video machen, was mir Leute mal geschrieben haben, alles, welche krassen Sachen das alles waren, als die schon so mitbekommen haben, dass ich nicht mehr glaube oder am Zweifeln bin. Älteste haben mir geschrieben aus anderen Versammlungen, ein Ältester hat mir aus einer anderen Versammlung geschrieben. Das Gespräch fand ich auch ganz spannend und lustig eigentlich jetzt im Nachhinein. Also es waren ganz, ganz viele Dinge und ich habe gemerkt, die Leute haben sich von uns abgespalten, die wollten nicht mehr, die haben Abstand von uns gehalten und obwohl wir noch gar nicht so abtrünnig waren, wir waren noch nicht ausgeschlossen, wir haben noch gar nicht so viel erzählt, in der Versammlung halt gar nicht, aber die haben ja gemerkt, dass wir nicht mehr zur Versammlung gehen und nur so grob haben wir das immer angeschnitten, ja, dies, das, ein bisschen Zweifel und dies, das, aber so wirklich krasse Dinge haben wir überhaupt nicht erzählt und die haben alle von uns Abstand gehalten. Und das war für mich ein Schock, weil ich mir so dachte, wow, wir haben nichts gemacht und wir werden so ignoriert. Also alles, was man je getan hat, ist vergessen. Alles. Ich war ja Pionier und so, habe voll viel für diese Gemeinschaft getan und 70 Stunden im Monat, 3 Jahre lang gepredigt, geklingelt und mein Bestes gegeben. Und das ist alles von heute auf morgen vorbei. Und ich bin dann halt eben ein halbes Jahr zur Versammlung alleine gegangen. Und ich konnte irgendwann die ganzen Lehren nicht mehr verstehen. Es habe ich nicht mehr gefühlt alles. Ich habe gemerkt, boah, das kann alles nicht sein. Und mein Mann auf jeden Fall wollte dann eine Pause machen. Das war 2020. Er hat gesagt, Anfang 2020 hört er jetzt auf. Da ist ja die Pandemie dann auch ausgebrochen. Und ich glaube, im März 2020 hat man ja die Versammlungen geschlossen. Und da bin ich ja noch gegangen. Also, ich glaube, im März hat man die Versammlungen geschlossen. Und im Juni habe ich, glaube ich, das letzte Mal dann abgebrochen mit allem.
ich habe dann für mich so gedacht, ey, ich kann das nicht. Ich muss dann auch noch eine Aufgabe machen online. Und dann dachte ich mir so, Gott, ich fühle das nicht mehr. Ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, weil ich es nicht mehr, mein Gehirn hat nicht mehr funktioniert. Ich habe nicht mehr gedacht wie die. Ich konnte das nicht mehr aussprechen. Das war so hart. Ich weiß gar nicht, wie manche das so jahrelang durchziehen, als wären die noch Zeuge. Mein Mann wollte dann auf jeden Fall ein Gespräch mit den Ältesten haben. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt dabei sein. Weil ich wollte das letzte Mal, ich dachte ja immer, Älteste sind so wie Götter, die müssen alles wissen, die sind ja voll schlau, die haben ja bestimmt schon mehrmals mit Abtrünnigen ein bisschen gesprochen, die kennen bestimmt auch die besten Gegenargumente dagegen. Und dann wollte ich unbedingt halt eben dabei sein. Mein Mann war halt eben extrem ehrlich, wir haben uns auch die besten Ältesten ausgesucht, die wir mochten, die wir auch am schlausten und so fanden. Und dann hat mein Mann eben denen alle Argumente gebracht, die er halt wichtig findet, und er hat es aber so taktvoll erzählt, ne, nicht so, dass nicht so angegriffen, sondern so, dass er es wirklich ernst meint, und die haben das auch gespürt und gemerkt, und die waren wirklich nett und haben wirklich mit uns ganz normal gesprochen. Die haben uns nicht wie Abtrünnige oder so behandelt, sondern die haben uns einfach ernst genommen, und ich war eigentlich nur da und habe eigentlich nur gesessen und zugehört, so. Es ging ja um meinen Mann, bei mir wussten die ja gar nicht, dass ich noch am Zweifeln bin, sondern ich war ja noch die geistige Pionierin. Ich war eben einfach nur da, um zuzuhören. Und für mich war das die letzte Chance. Das war für mich wie so 1 gegen 2. Und ich dachte mir so, wenn mein Mann bessere Argumente hat, dann gehe ich raus. Wenn die bessere Argumente haben, dann haben Zeugen Jehovas recht. Und ich wusste ja natürlich, aber ich kannte ja die Lehren, ich war so krass da drin, dass ich natürlich ja auch alle Gegenargumente kenne. Ich wusste, dass Zeugen Jehovas auf bestimmte Dinge keine Antworten haben. Ich wusste es, aber ich dachte, vielleicht übersehe ich ja irgendwas, und habe denen einfach eine Chance gegeben. Und ich fand einfach die Argumente von meinem Mann einfach im Endeffekt viel, viel besser. Und das, was ich halt interessant fand bei den Ältesten, als es um dieses Thema Kindesmissbrauchsfälle ging, hat einer von denen gesagt, glaub mir, Bogdan, also Bogdan heißt mein Mann, glaub mir, es gibt kein Thema, was wir auf der Ältestenschulung mehr besprechen als Kindesmissbrauchsfälle. Glaub mir, Jehova liebt Kinder so sehr. Dann dachte ich mir so, boah, krass, die haben kein Thema häufiger als Kindesmissbrauchsfälle, aber wissen immer noch so vieles nicht. Und dann hat Bogdan die so gefragt, ja, aber würdet ihr jetzt im Nachhinein die Fälle, die bei euch registriert sind in der Versammlung, wo ihr von bestimmten Fällen schon was wusstet, würdet ihr die jetzt im Nachhinein anzeigen? Haben die so überlegt und haben nicht wirklich so rausgedrückt, die haben um den heißen Brei herum geredet, und dann meinte er so, hat er den voll das geile Beispiel gebracht, also das habe ich glaube ich gerade schon angebracht, so. Dann meinte er so, das heißt, wenn ihr die nicht anzeigt, laufen die jetzt frei herum und können sich im Kindergarten irgendwo bewerben oder in der Schule. Und die dann so, ja, wir würden die auf jeden Fall anzeigen. Aber die haben es bis dato halt eben nicht gemacht. Sonst hätten die es gesagt. Die hätten sonst sofort gesagt, wir haben im Nachhinein sofort alle angezeigt. Haben die aber nicht. Ich weiß nicht, ob die es im Nachhinein dann gemacht haben, aber die haben es eben nicht gemacht. Das waren halt ganz, ganz viele Dinge. Die haben uns dann im Endeffekt, die letzte Botschaft war halt eben, weil die halt auf alles halt eben keine wirklich gute Antwort haben, ist die letzte Antwort, die man immer hat, zu sagen, schau mal, was war denn damals mit Adam und Eva? Die haben damals einfach angefangen zu hinterfragen. Und was ist dann passiert? Wir vertrauen einfach auf Gott. Deswegen, wir lassen keinen Zweifel zu, dass das nicht stimmt. Denn wir sehen doch die ganzen guten Dinge, die hier bei uns passieren. Wir sind die Einzigen, die auf der ganzen Welt so fleißig predigen und bla 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 bla. Und fangen dann so an. Und das heißt quasi, egal ob du Zweifel hast, zweifel nicht, denn vielleicht bist du am Ende die Eva oder der Adam, der nicht gehört hat und der auf Satan reingefallen ist. Also Bogdan und Anna, vielleicht seid ihr diejenigen, die auf Satan reingefallen sind. Auf jeden Fall, dann bringen die auch immer dieses Beispiel mit dem Roten Meer. Was, wenn das Volk nicht Gott vertraut hätte? Wir verstehen vielleicht nicht immer die Hintergründe, aber was? Guck mal, wir sind da hingegangen. Und die mussten einfach laufen.
und die sind einfach gegen das Meer gelaufen. Und hätten die Gott nicht vertraut und nicht einfach gemacht, was er gesagt hätte, dann würden die nicht gerettet werden. Denn keiner hätte gedacht, dass Gott das Meer teilen würde und die einfach da durchlaufen würden. Deswegen, man muss einfach Gott vertrauen. Er hat einen höheren Plan. Wir verstehen nicht immer alles. Und das ist dann immer so die Endargumentation. Aber dieses Argument könnte doch jede Religion bringen. Warum seid dann ihr die Richtigen? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Und das waren halt so ganz, ganz viele Dinge. Das Gespräch war, muss ich sagen, aber dennoch sehr, sehr gut und für mich sehr bereichernd. Für mich ist ab diesem Zeitpunkt die rote Brille zum zweiten Mal abgefallen und ich habe zwar schon innerlich meinen Entschluss getroffen, dass ich wahrscheinlich lange nicht hier mitmachen werde, aber ich war trotzdem noch in den Zusammenkünften, weil es ist wie eine Sucht. Ich konnte mich auch von den Menschen nicht sofort von heute auf morgen lösen. Ich war trotzdem noch da, um mich selbst zu überzeugen, dass das alles nicht stimmt. Ich habe mir die Vorträge angehört. Ich habe gemerkt, ich kann vieles gar nicht mehr anhören. Ich habe bei vielen Themen einfach das Kotzen gekriegt. Diese Doppelmoral und dieses Unlogische im Endeffekt habe ich nicht mehr nachvollziehen können. Ganz, ganz viele Dinge. Und bin trotzdem immer wieder hingegangen, um wirklich dann noch fester überzeugt zu sein, dass ich das nicht mehr will. Ich habe dann später einen Brief an einen von diesen Ältesten geschrieben. Also kein Brief, sondern eine WhatsApp-Nachricht. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht lese ich euch das mal vor. Ich war damals noch echt voll nett. Ich muss das aber kurz suchen. Hier habe ich den Brief geschrieben. Also eine kleine Nachricht habe ich eigentlich nur geschrieben. Ich war sehr nett, weil ich mag den Ältesten auch immer noch. Den mag ich einfach als Person sehr, sehr gerne. Der ist halt eben auch als Kleinauf da drin. Und auf jeden Fall habe ich geschrieben, hallo so und so. Ich wollte dir gerne mitteilen, dass auch ich mich entschieden habe, mich von der Glaubensgemeinschaft aus Gewissensgründen zu distanzieren. Ich benötige keinen Hirtenbesuch und wünsche mir zu dem Thema auch kein Ältestengespräch. Trotzdem würde es mich sehr freuen, ein freundschaftliches Verhältnis zu euch weiter behalten zu können, da ihr mir sehr ans Herz gewachsen seid. Ich bitte um Verständnis, dass ich hiermit keine Berichte mehr einsende und die Zusammenkünfte nicht mehr besuche. Ich hoffe, ihr macht euch keine Sorgen um mich, denn mir geht's mit der Entscheidung jetzt wirklich besser und ich fühle mich so auch wohler. Liebe Grüße, Anna, habe ich geschrieben. Und seine Antwort, ich muss sagen, das ist einfach wirklich ein Herzensmensch. Ich mag den total immer noch sehr gerne. Und er hat dann geschrieben, liebe Anna, du weißt ja, alles wird respektiert. Und du weißt auch, dass die Tür für euch zwei jederzeit weit, weit offen steht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eines Tages den Weg zurückfinden könnt. Ich schicke dir und deinen Bogdan von ganzem Herzen liebe Grüße. Ich vermisse euch, euer bla bla. Und ich finde einfach, der hat sehr nett reagiert. Und das sind halt eben die wenigsten, aber er hat halt nett reagiert, weil ich halt eben auch nett reagiert habe. Und ab dem Zeitpunkt wurden wir es wurde schon vorher vor uns gewarnt, das haben wir auch mitbekommen. Es wurde gewarnt vor uns. Ich habe das halt von einer Schwester mitbekommen, die hat mir das gesagt, aus einem sehr engen Kreis. Und dann habe ich den Ältesten darauf angesprochen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch niemandem irgendwas Komisches erzählt. Und er so, nein, ich habe nicht gewarnt und bla bla bla. Hat angefangen einfach zu lügen. Der hat mir gesagt, er hat nicht gewarnt. Wo ich mir so dachte, die Schwester hat 100%ig nicht gelogen. Das weiß ich. Und das fand ich auch damals krass, dass die einfach so tun, als ob vor mir nicht gewarnt wurde. Das fand ich echt assi damals. Auf jeden Fall, das waren ganz, ganz viele Dinge. Ausgeschlossen war ich aber nicht, deswegen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch Kontakt mit meiner Zwillingsschwester. Die hat zu mir den Kontakt nicht abgebrochen, wir hatten uns ganz normal weiter getroffen. Es wurde aber immer weniger und weniger und weniger, aber dennoch war sie halbwegs normal zu mir. Und als sie dann geheiratet hat, wurde der Kontakt halt immer noch weniger. Und ich habe ihr dann irgendwann gesagt, ich habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich mich doch ausschließen lassen möchte, weil ich war nicht ausgeschlossen, ne? Ich bin einfach nur, habe mich distanziert. Aber irgendwann wollte ich mich halt voll ausschließen, weil ich nicht mehr wollte, dass irgendjemand denkt, dass ich das Ganze noch glaube, dass ich für dieses Ganze noch stehe. Außerdem hatte ich ganz, ganz viele Zeugen Jehovas bei mir auf Insta oder sonst wo oder auf WhatsApp oder so und ich wollte jetzt auch nicht alle blockieren und ich wollte auch nicht, dass wenn ich mal was poste, wo man zum Beispiel Silvester oder so sieht,
wollte ich jetzt nicht alle Zeugen verbergen und ich wollte auch einfach meine Freiheit behalten. Ich wollte nicht auch jetzt wegen denen nichts posten oder so und deswegen dachte ich mir so, ich habe auch keinen Bock, weil wenn ich jetzt irgendwas mache, was irgendwie denen nicht passt, dann werden Älteste immer hinter mir herlaufen müssen und immer mit mir irgendwelche Gespräche suchen und ich stehe immer noch in so einer Rechenschaft und ich wollte auch nicht irgendwann ausgeschlossen werden, ohne dass ich das mitbekomme. Und deswegen wollte ich es einfach selber hinter mich bringen. Weil für mich war dieses Kapitel zu Ende, vorbei. Von mir haben sich sowieso alle distanziert. Die einzige, die noch da war, war meine Zwillingsschwester. Davor hatte ich Angst, dass die zu mir Kontakt abbricht. Aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie es nicht tun wird. Ich dachte sogar, dass sie dadurch vielleicht sogar erst recht ein bisschen mehr aufwachen wird. Und durch den Ausschluss vielleicht sogar zu mir Kontakt haben würde eines Tages und sie in so einem Zwiespalt sein wird und falls sie es doch machen würde, dass sie sogar erst recht schneller aufwacht, weil es so schmerzhaft ist, dass wir keinen Kontakt haben, habe ich mir gedacht. Aber sie hat auch nach dem Ausschluss, ich habe ihr das dann einmal im Café gesagt so, weil wir haben uns ja nie bei mir zu Hause getroffen, ne? Weil da ist ja mein Mann, mit dem wollte sie keinen Kontakt haben, weil er ja war der Böse, der Ursprung des Problems quasi, wieso ich da raus bin. Die haben das alle auf ihn geschoben, dass ich die Naive bin, die Dumme, die sich beeinflussen hat lassen. Auf jeden Fall... Ja, habe ich dann mit meiner Schwester mich immer so außerhalb irgendwo getroffen und dann habe ich ihr einmal gesagt, ja, ich muss dir was sagen. Und sie ist echt fast blass geworden, weil sie schon wusste, was ich ihr sagen will. Da habe ich ihr gesagt, ich will mich ausschließen lassen und bla bla, kannst dir überlegen, ob du mit mir Kontakt haben wirst oder nicht. Und dann hat sie das nächste Mal sich mit mir getroffen und hat dann mir gesagt, ich bin nicht bereit, mit mir Kontakt abzubrechen. Also, und dann hatten wir auch wirklich weiterhin Kontakt. Aber eben unsere Männer halt nicht miteinander, ne? Und ich halt auch nicht mit dem Mann und sie halt auch nicht mit meinem Mann. Das heißt, die Familien waren schon komplett gespalten, fertig. Und dann, der Kontakt wird halt immer weniger und weniger und weniger, obwohl ich echt wenig mit ihr über diese Dinge gesprochen habe, weil ich habe sie irgendwann echt mit diesen Themen in Ruhe gelassen. Und wenn ich mal was erzählt habe, hatte ich das Gefühl, das interessiert sie auch voll und sie ist auch voll immer drauf eingegangen. Sonst würde ich das ja nicht erzählen. Und manchmal hat sie mir auch Fragen gestellt, ja, glaubst du überhaupt noch an Gott und was dies und das und das? Und dann haben wir halt voll viel erzählt einfach. Und ich habe natürlich erzählt, wenn sie mir was gefragt hat, habe ich schon manche Dinge erzählt. Aber irgendwann hat sie den Kontakt dann halt komplett abgebrochen. Und das war wirklich hart. Ich bin mir auch sicher, dass es für sie auch extrem, extrem hart war und auch immer noch hart ist. Aber vielleicht kommt sie umso schneller jetzt da raus. Ja, genau. Also bis heute haben wir keinen Kontakt. Ich habe mich wann habe ich mich ausschließen lassen? 2022, glaube ich. 22 habe ich mich, glaube ich, 22 habe ich mich ausschließen lassen. Und ich glaube, Oktober 23 hat meine Schwester zu mir Kontakt abgebrochen. Genau, so war die Geschichte. Und zu uns haben einfach alle Kontakt abgebrochen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieses Video irgendwie bereichert. Und ihr fandet das hoffentlich spannend. Es ist auf jeden Fall extrem, extrem hart, sich das zuzugestehen, dass man auf einem falschen Weg gewesen ist, all die Jahre irgendwie doch nicht die Wahrheit gehabt hat. Und das war wirklich ein krasser Prozess, denn man fängt komplett von Null an, man muss wieder komplett neue Freunde suchen und so weiter und so fort. Aber ich bin sehr froh, dass ich das noch in den jungen Jahren geschafft habe, denn ich finde persönlich, je später man das versteht, umso schwieriger wird das Ganze dann. Aber ich bin sehr happy, dass ich es geschafft habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.